Vielen Dank. Die erste Woche in Südamerika war sehr aufregend. Wir wurden überrascht, aber auch schockiert. Ja, Buenos Aires ist eine Riesenstadt, eine Megametropole. Wolkenkratzer, wie man sie in Deutschland vielleicht mal noch in Frankfurt sieht. Und ist auch zur sichersten Stadt Südamerikas erklärt worden, jetzt gerade vor 2 Wochen. Also ich kann nicht nur eins sagen. Also für uns als Europäer nimmt man das natürlich komplett anders wahr. Also ich habe noch nie so viel Berührung mit Mord und Totschlag gehabt wie hier innerhalb von 2 Tagen. Aber ist nicht so tragisch, darüber quatschen wir später. Zuallererst mal müssen wir in dieser Woche die Unterlagen besorgen für den Tierarzt, also vom Tierarzt für den Grenzübertritt nach Montevideo. Sonst können wir nämlich nicht reisen und sonst kommen wir nicht da und können wir unser Auto nicht abholen. Ja, das ist das Erste, was wir machen. Ja, und heute wollen wir erstmal einen schönen Spaziergang mit den Hunden machen, weil hier vor unserem Apartment ist ein wunderschöner Park mit total vielen Spielgefährten. Mali und Wilma haben hier echt einen ganzen Haufen Hunde um sich rum. Buenos Aires ist nämlich die Hundehauptstadt Südamerika oder der Welt, kann man fast sagen. Also so viele Hunde wie hier rumlaufen, habe ich noch nie gesehen. So, jetzt geht's auf. Kommt mit, wir machen einen schönen Spaziergang. Buenos Aires ist die Stadt der Hunde. Wenn man durch die Straßen geht, trifft man auf viele Paseadores de Perros. Diese bieten einen Gassi-Service an und führen professionell Gruppen von Hunden aus. Manchmal mehr als 15 auf einmal. Es gibt auch ein Netzwerk, in dem man seinen Dogwalker auswählen kann. In der Nähe unserer Wohnung, es gibt sehr viele Parks. Das ist total cool, weil das ist so wie der Central Park in New York. Drumherum total viele Hochhäuser, aber in der Mitte echt viel Natur. Hier fliegen Papageien rum, hier gibt es Palmen, lauter Gänse, ne? Ja, viele. Also echt viele Gänse mit ihren Kindern. Mit den Kindern, ja. Das ist wirklich total süß. Die rennen da die ganzen kleinen Gänse durch die Gegend. Und gleichzeitig können wir hier mit den Hunden lange spazieren. Das ist wirklich super cool. Ja. Ja, also wir haben den Ort gewählt, weil wir wollen uns natürlich auch Buenos Aires Stadt angucken. Also wir sind schon mitten in der Stadt, aber wir wollten einen Ort haben, wo wir mit den Hunden gut laufen können, weil das müssen wir 3-mal am Tag machen. Mhm. Und wenn wir dann weit haben und dann lange laufen müssen, ist scheiße. Also deswegen sind wir hier und das ist wirklich cool. Bevor wir jetzt aber irgendwas anderes machen, müssen wir erstmal irgendwie Geld organisieren. Wir haben das gestern probiert. Das ist ja hier nicht so einfach und man geht auch nicht einfach zum Geldautomaten. Und da, wo wir unser Geld abholen wollten, macht man über Western Union.
da gab es eben kein Geld, also bei 2 Stellen. Und jetzt versuchen wir heute mal die dritte anzusteuern und hoffen, dass wir da heute Geld kriegen. In Argentinien gibt es 2 unterschiedliche Wechselkurse für den Peso. Den offiziellen Wert der Regierung und den Blue Dollar auf dem Parallelmarkt. Der Wert auf dem Parallelmarkt ist etwa 2-mal so hoch wie der offizielle Wechselkurs. Bei Western Union oder an einer Wechselstube kann man sich den Blue Dollar Kurs auszahlen lassen. Manchmal klappt das nicht, weil nicht genug Bargeld vorhanden ist. Man muss ein wenig Geduld haben. Derzeit entspricht 1 Euro auf dem Parallelmarkt etwa 800 Pesos. Das ändert sich aber täglich aufgrund der hohen Inflation. Wir haben 50 Euro gewechselt und das hier ist der Gegenwert in Pesos. Eine Tüte voll Banknoten. So, ja, ich bin hier unterwegs in Buenos Aires und eine ganz wichtige Sache erledigen. Und zwar trinken die alle Mate-Tee hier. Und der Kaffee, den finde ich auch nicht besonders gut. Oft ist der mit Zucker versetzt, also ist nicht genau das, was wir wollen. Schmeckt mir auf jeden Fall nicht lecker. Und deswegen werde ich mich mal den Argentiniern gleich angleichen und Mate-Tee trinken. Und dafür brauche ich eine Guampa, heißt das. Guampa ist diese Tasse, die hier alle nutzen, um ihren Tee daraus zu trinken. Und da latsche ich jetzt hin, gucke, ob ich den Laden finde. Ja, und mal schauen, was so eine Guampa überhaupt kostet. Und wie man es benutzt und wie man es macht, werde ich wahrscheinlich im Internet finden. Also, auf eine Guampa kaufen. So, ja, wie es immer so ist, dem Internet darf man nicht glauben. Es heißt nicht Guampa, völliger Blödsinn. Das ist einfach eine Mate und die Tasse heißt eben Mate, wie der Tee. Und total cooler Laden, gab es in allen möglichen Variationen. Ich habe jetzt eine aus Holz und ja, da bin ich total gespannt. Die muss ich jetzt noch ein bisschen behandeln mit Öl, damit die konserviert ist. Und ja, dann kann ich die nutzen und dann werde ich ab heute keinen Kaffee mehr trinken, sondern eben Mate-Tee. Schön. Ich zeige euch die gleich. Das ist meine Mate. Aus Holz, weil Holz wohl nicht so bitter ist. Und innen drin ist der Strohhalm oder der Trinkhalm. Und dieser Trinkhalm, der hat drin sozusagen den Filter. Das heißt, also hier geht der Tee rein und man trinkt dann fast ohne dass Tee in den Mund kommt. Jetzt kommt der Tee rein. Und die müssen mehr oder weniger halb voll sein. Und danach kommt das Wasser rein. So, und die haben uns erklärt, dass auf der Seite, wo man trinkt, ist es feucht und vorne lässt man den Mate trocken. Boah. Boah. Das ist echt bitter. Ist ja, als ob man Tabak trinkt. Ich glaube, da mache ich Zucker rein. Und dann hoffe ich, dass der danach besser schmeckt. Das war echt sehr, sehr bitter. Jetzt mit Zucker. Mal gucken, wie das kommt. Auf jeden Fall besser. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also die schreiben auch im Internet, dass der feine deutsche Gaumen, ich habe noch nie gehört, dass Deutsche einen feinen Gaumen haben, aber dass der feine deutsche Gaumen am Anfang ein bisschen irritiert sein wird vom Geschmack des Mate-Tees. Also nicht glauben, dass es hier schmeckt wie Club-Mate oder irgendwie die Modegetränke, die wir in Deutschland haben, wie sie auch immer heißen mögen, sondern das ist echt, das ist pures Mate, also, und das ist schon sehr, sehr bitter. Mit dem Zucker geht's. Ich werde die nächsten Tage mal wieder probieren. Mal gucken, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ja, heute ist endlich soweit.
Wir sind auf dem Weg zum Tierarzt. Der wurde uns ja empfohlen schon von den Grenzern. Also als wir nicht einreisen durften erst, also der Chef von der Zollkontrolle hat uns ja dann jemanden empfohlen. Ja, und zu dem gehen wir jetzt hin. Hoffen natürlich auch, dass der uns den nötigen Stempel geben kann. Und was ganz cool ist, man kann hier bis dahin eigentlich durch Parks laufen. Also wir sind ja direkt an, ja, wie soll ich sagen, unser Auslaufgebiet ist es ja nicht, aber ein Park. Und die können hier frei laufen. Und dementsprechend können wir bis dahin durchs Grüne. Und ist auch gut so, weil nebendran ist eine Straße mit 9 Spuren. Ey. Und die ist echt befahren, ja? Total krass. Wir müssen 4 Kilometer laufen. Let's go. El pelaje es atigrada con blanco. Sitz con blanco. Tenemos una Gustavita. Das ist ja geil. Das hat echt gut geklappt. Guckt mal hier. Uns hat ja der Stempel gefehlt, damit wir reisen können. Und der Doktor, der war ultra cool. Hier, Uruguay. So, wir haben jetzt alles. Da ist unser Stempel. Und ja, wir sind komplett. Der Doktor war super lustig. Das hat echt voll viel Spaß gemacht. Wir waren bestimmt eine Stunde bei dem drin und haben sehr, sehr viel gelacht. Und jetzt haben wir alle Papiere zusammen. Das heißt, wir können ohne Probleme nach Uruguay reisen, können unseren Hermann abholen und sind bereit für den nächsten Schritt unserer Reise. Nach ein paar Mate-Tees habe ich mich langsam an den Geschmack gewöhnt. Total bitter, braucht auch echt Zucker, aber macht genauso wach wie Kaffee. Total geil. Ich trinke jetzt jeden Morgen Mate-Tee. Wir sitzen hier am Deutschen Platz. Also am Plaza Alemann heißt der. Und wir waren total verwundert, als wir hier angekommen sind. Direkt nach dem Flug haben wir als allererstes die deutsche Fahne gesehen, sind hierher gegangen. Und hier sind auch alle Bundesländer aufgeführt. Also hier gibt es zu jedem Bundesland sozusagen so ein Schild. Und wir haben ja nur alles Mögliche erwartet, aber nicht, dass wir 15.000 Kilometer entfernt von Deutschland sozusagen als allererstes die deutsche Fahne sehen. Also Buenos Aires ist eine riesen Metropole. Ich habe noch nie in meinem Leben 11-spurige Straßen in eine Richtung gesehen. 11 Spuren in eine Richtung. Gleichzeitig Wolkenkratzer, nicht nur im Zentrum, sondern überall. Und richtige Wolkenkratzer, die als Wohngebäude und als Bürogebäude gelten. Also Buenos Aires ist wahrscheinlich die europäisierste, also die am meisten europäische Stadt in ganz Südamerika. Hätte ich nicht erwartet. Also wir haben fast nur europäische Autos gesehen, deutsche Autos, Renault, Peugeot, Franzosen. Also wenige amerikanische Fahrzeuge, das habe ich nicht erwartet. Ist also schon doch sehr europäisiert. Es gibt auch in jedem Supermarkt Mozzarella und Gouda zu kaufen. Es gibt aber auch große Unterschiede. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die Inflation. Die Inflation ist so gewaltig, dass wir auf das Geld, was wir abgehoben haben, in 3 Tagen ca. 7% verloren haben. In 3 Tagen 7% weniger. Das heißt, es macht hier gar keinen Sinn, viel Geld abzuheben und da lange liegen zu lassen, sondern das, was man abhebt, sollte man auch eigentlich direkt wieder ausgeben. Ja, und dann ist natürlich, wie überall in Südamerika, das Thema Kriminalität immens. Eigentlich ist Buenos Aires gerade vor 2 Wochen zur sichersten Stadt Südamerikas erklärt worden. Das war vorher Santiago de Chile und ist jetzt Buenos Aires. Also insofern, wir haben schon gedacht, da sind wir eigentlich an einem tollen Ort hier. Ich gehe am 2. Tag, an dem wir hier sind, einkaufen zum Supermarkt, ist die gesamte Straße gesperrt. Und wusste erst nicht warum. Auf jeden Fall habe ich die Polizisten gefragt und die haben da einen erschossen. Ja? Und zwar ist ein türkischer Diplomat von 2 Dieben angegriffen worden oder die wollten dem das Auto klauen. Und im Zuge dieser
sagen wir mal, Kampfhandlung oder dieses Überfalls, haben die Polizisten dann einen von den Dieben erschossen. Und es war alles voll mit Polizei, Presse etc. pp. Und direkt eine Straße neben unserer Wohnung. Wir haben zuerst gedacht, na, Zufall kann ja mal passieren. Und da die Kriminalität in Südamerika recht hoch ist, wird es natürlich auch ab und zu ein paar Morde geben. Ich gehe am nächsten Tag mit den Hunden Gassi in dem Park, was ihr vorher im Video gesehen habt, wo wir mit den Hunden spazieren waren. Und wieder alles voll mit Polizei, dieselbe Presse vom Vortag, also alle sind am Filmen. Und da haben sie eine Wasserleiche gefunden, eine frische. Also wir haben es später in den Nachrichten gelesen, der lag da wohl maximal 12 Stunden im Wasser. Und ob der jetzt ermordet worden ist oder ob es ein Unfall war, ist jetzt nicht ganz klar. 2 Tote in 2 Tagen, für uns definitiv was Neues. Also keine Angst. Man muss dazu sagen, dass in Südamerika relativ normal ist, dass es Mord und Totschlag gibt. Aber die Polizeipräsenz in der Ecke, in der wir hier sind, die ist unglaublich hoch. Also man sieht wirklich alle 150 Meter Polizisten stehen oder die fahren komplett schwarz bekleidet wie so Special Forces auf ihren Motorrädern mit der Shotgun im Anschlag. Das sind Sachen, die man in Europa definitiv so nicht sieht. Aber dazu gesagt, wir fühlen uns wirklich sicher. Wir gehen natürlich nicht in irgendwelche Zonen, die als gefährlich gelten, oder wir gehen nachts nicht alleine raus. Also wenn wir wirklich spät mit den Hunden gehen, dann gehen wir zusammen, gehen natürlich nicht in die dunklen Ecken, bleiben da, wo Licht ist oder wo die Polizei präsent ist. Und deshalb müssen wir uns da auch keine Sorgen machen. Dass die Kriminalität in Südamerika recht hoch ist, das wussten wir natürlich vorher und da haben wir uns auch keine Illusionen gemacht. Kann jetzt auch Zufall sein, ist ja auch egal. Aber de facto ist, wir waren schon so ein bisschen schockiert, dass wir direkt am 2. Tag, den wir hier sind, damit so sehr in Berührung kommen, dass es 2 Tote gibt. Einen eine Straße weiter und einen direkt im Park, wo wir jeden Tag Gassi gehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Tage hier. Es ist schön warm geworden, der Frühling hat angefangen. Es werden irgendwelche Frühlingsfeste vorbereitet. Also da gibt es ein paar Events, da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Und ja, was soll ich sagen? Außerdem müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten. Nächste Woche, in 1,5 Wochen kommt unser Auto. Das heißt, wir werden die Fähre organisieren, mit der wir nach Montevideo kommen. Es gibt also viel zu tun. Das kommt aber alles in der nächsten Woche. Für heute ist Schluss. Es reicht. Wir freuen uns auf die nächsten Tage hier in Buenos Aires. Und euch sehen wir in der nächsten Woche. Hasta luego. Bis zum nächsten Mal. Ciao.